1972, im November, das weiß ich noch, war Amilcar Cabral zu Besuch, offiziellen Besuch in die DDR. Dann hat er einen ganzen Tag eine Versammlung mit uns gemacht, die Kontingent der Studenten, die in der DDR waren. Da hat er uns schon viel erzählt und dann so vorbereitet auf bevorstehende Unabhängigkeitserklärung von Guinea-Bissau. So, und das war im November. Und im Januar ist er ermordet worden. Und das war ein Schock, ein totaler Schock, ja, für uns alle. Und alle Studenten dort damals haben eine gemeinsame Erklärung in die Partei geschickt, dass wir zurückgehen wollen zum Front, zum Befreiungskampf und so. Aber wir hatten dann Einweisung gekriegt, unsere Mission jetzt studieren und mit dem Abschlusszertifikat nach Hause zurückkommen. Das war diesen Schock. Aber wir hatten es im Kopf eigentlich 73. Er hat das dann auch in seinem Kommuniqué von Neujahrsbotschaft erklärt, dass 73 werden wir unsere Unabhängigkeit erklären. Und so war 73 ein spannendes Jahr gewesen, wird das klappen oder nicht. Aber ab März, er ist im Januar ermordet worden, ab März, anstatt noch schlimmere Nachrichten zu kriegen, dass die Portugiesen jetzt im Aufmarsch sind, haben wir immer Nachrichten gekriegt, die Garnison sowieso wurde jetzt überrannt von PGC-Kampfwaffen, sie haben so und so viele Flugzeuge wieder abgeschossen und so weiter. Und 1973 gab dann die Erklärung, einseitige Erklärung von Unabhängigkeit von Guinea-Bissau. Und da haben wir nur gefeiert in der DDR. Und wir wurden dann auch gerufen von Afroasiatisches Solidaritätskomitee, zu gemeinsamen Veranstaltungen und so. Wir haben Studenten anderer Länder eingeladen und so. Nein, das war ein Erlebnis, ja. Und das war ja auch kurz nach dem Weltfestspiele. Nein, hier 73, das war das verrückteste Jahr. Wir begehen da in Berlin Abschluss von 10. Weltfestspiele, ja, und Inti Illimani mit der Oktoberclub und alles, die singen da am Abschluss an dem Tag, ja. Und ich war dabei